Guten Tag, liebe Freunde. Danke für das Einschalten. Ich grüße euch ganz herzlich aus Irkutsk. Jeden Tag passieren in Russland verschiedene Ereignisse und es gibt fast jeden Tag neue Nachrichten. Und ich will nicht nur montags, sondern auch unter der Woche Nachrichtenvideos veröffentlichen. Wenn ich so interessante Nachrichten gefunden habe, dann berichte ich euch davon sehr gerne. Ich hoffe, das Alltagsleben interessiert euch und wenn es wirklich so ist, bleibt bitte dran. Los geht's! Miete für Familien. Gute Nachrichten für junge Familien in Russland. Die Partei Gerechtes Russland bringt ein neues Gesetz in die Staatsduma ein. Ziel: Mietkosten für junge Familien deutlich senken. So sieht der Plan aus. Familien mit einem Kind sollen 50% der Miete erstattet bekommen, mit 2 Kindern 70% und mit 3 oder mehr Kindern sogar die komplette Miete, also 100%. Aber beide Elternteile müssen unter 36 Jahre alt sein und dürfen entweder kein eigenes Zuhause haben oder gelten offiziell als wohnungssuchend. Und das ist nicht alles. Schon zuvor hatte eine Gruppe rund um den LDPR-Chef Leonid Slutsky einen anderen Vorschlag gemacht, nämlich Grundstücke kostenlos an Familien zu vergeben. Voraussetzung: mindestens 10 Jahre verheiratet und mindestens ein Kind. Keine Erbschaftssteuer für Geringverdiener. Die russische Partei LDPR will Bürgerinnen und Bürger mit niedrigem Einkommen von der Erbschaftssteuer befreien. In Russland können die Gebühren für ein Erbe schnell mehrere 100.000 oder sogar bis zu 1 Million Rubel betragen, abhängig vom Wert des Vermögens. Laut Statistik leben derzeit rund 10,5 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze. Für sie kann die Gebühr bedeuten: kein Geld für Lebensmittel, keine Heizung oder sie verzichten ganz auf das Erbe. LDPR schlägt vor, wer weniger als 1,5-fache des regionalen Existenzminimums verdient, soll keine Erbschaftssteuer zahlen müssen. Das ist ein Schritt in Richtung soziale Gerechtigkeit, sagen die Abgeordneten. Passport. Wer sein Aussehen stark verändert, braucht einen neuen Pass. Russlands Migrationsbehörde hat klargestellt, wer nach einer Krankheit, Operation oder aus anderen medizinischen Gründen sein Aussehen deutlich verändert hat, muss seinen Pass innerhalb von 90 Tagen erneuern lassen. Der Grund: bei starken Veränderungen könnte die Identität schwer überprüfbar sein. Bei Kindern gilt eine Ausnahme, auch wenn sich das Aussehen stark verändert. Der Reisepass muss nicht neu ausgestellt werden, so das Ministerium. Rentenersparnisse können vererbt werden, unter bestimmten Bedingungen. Duma-Abgeordneter Nikita Chaplin hat in einem Interview erklärt, wenn eine Person vor ihrem Tod keinen Rentenantrag gestellt hat, können ihre Rentenersparnisse vollständig vererbt werden. Wichtig dabei: jeder Bürger kann im Voraus festlegen, wer das Geld erhalten soll. Dafür muss man ein entsprechendes Formular bei der Pensionskasse oder einen privaten Rentenfonds einreichen. Wenn eine befristete Rente beantragt wurde, kann das restliche Geld ebenfalls vererbt werden. Aber bei einer lebenslangen Rente gilt: der verbleibende Betrag geht nicht an die Erben über. Was müssen Angehörige tun? Innerhalb von 6 Monaten nach dem Tod müssen sie sich an die Rentenkasse wenden, mit Dokumenten, die die Verwandtschaft, den Tod und die Sozialversicherungsnummer SNILS bestätigen. Besonderheit: wenn die Ersparnisse aus dem Mutterschaftskapital stammen, können sie nur vom zweiten Elternteil oder von Kindern geerbt werden, auch Adoptierten. Russland braucht wieder mehr Bauarbeiter. Berufsschulen reagieren auf Nachfrage. In Russland sind Bau- und Handwerksberufe wieder stark gefragt. Das erklärte die Duma-Abgeordnete Svetlana Bessarab. Ob Schweißer, Maurer, Fliesenleger oder Dreher, in vielen Regionen fehlt es an Fachkräften. Der Grund: viele Migranten haben die Baubranche verlassen, doch Ersatz fehlt. Jede Region entscheidet selbst, welche Berufe ausgebildet werden sollen.
Wenn zum Beispiel ein neues Werk gebaut wird, ist schon heute klar, in ein paar Jahren braucht man Monteure und Maschinenschlosser. Und das Beste, die Ausbildung ist oft kostenlos, weil die Regionen gezielt in berufliche Schulen investieren. Änderungen bei Aeroflot. Die russische Fluggesellschaft hat angekündigt, dass der Flugplan angepasst wird. Und das kurzfristig. Grund dafür sind neue Einschränkungen an mehreren Flughäfen im Zentralbezirk Russlands. Das teilte Aeroflot über seinen offiziellen Telegram-Kanal mit. Was bedeutet das für Reisende? Es kann zu geänderten Abflugzeiten, Flugstreichungen oder sogar Zusammenlegungen von Flügen kommen. Zusätzlich machen starke Winde rund um den Moskauer Flughafen Scheremetjewo die Lage nicht einfacher. Wer bald fliegen will, sollte unbedingt den aktuellen Status seines Flugs checken. Kadyrov. Seit Beginn der russischen Militäroperation in der Ukraine wurden mehr als 60.000 Kämpfer aus Tschetschenien in das Einsatzgebiet entsendet. Das erklärte Tschetscheniens Präsident Ramsan Kadyrov in seinem Telegram-Kanal. Allein über die Ausbildungseinrichtung Russische Universität der Spezialeinheiten seien über 22.000 Freiwillige an die Front gegangen, so Kadyrov. Insgesamt handle es sich um 60.344 Kämpfer. Am Montag, dem 7. Juli, hob laut Kadyrov ein weiterer Flieger aus Grosny in Richtung Einsatzgebiet ab, mit einer neuen Gruppe von Freiwilligen. Darunter nicht nur Männer aus Tschetschenien, sondern auch aus anderen Regionen Russlands. Mehr als 7.500 Kämpfer aus Tschetschenien wurden seit Beginn der Operation mit staatlichen Auszeichnungen geehrt. Also liebe Freunde, danke für das Anschauen dieses Videos. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch geht's gut so im Alltag. Ich wünsche euch alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit. Wir sehen uns bald wieder in meinen neuen Videos. Bis dann.